Idee, eine lebendige Bibliothek durchzuführen vor vielen Jahren, als ich im Supermarkt stand und vor mir stand eine Frau in Burka. Und ich dachte, Mensch, ich brauche irgendeinen Ort, um mit dieser Frau ins Gespräch zu kommen. Und dann habe ich angefangen zu googeln und zu gucken, was gibt es da für Möglichkeiten, um eine Plattform zu schaffen für Menschen, die mit anderen Menschen ins Gespräch kommen wollen, die sich normalerweise im alltäglichen Leben nie begegnen. Ja, so trage ich schon lange so diese Idee der lebendigen Bibliothek in mir. Und mit dem IFA hat sich jetzt die perfekte Gelegenheit ergeben, dieses Konzept mal anzuwenden. Also die lebendige Bibliothek ist aufgebaut wie eine ganz klassische Bibliothek. Es gibt Bücher und es gibt Leser, aber es gibt einen ziemlich großen Unterschied, nämlich die Bücher sind lebendige Bücher, das heißt, das sind richtige Menschen. Und diese richtigen, echten Menschen, die können ausgeliehen werden für eine bestimmte Zeit und gelesen werden. Diese Menschen in der lebendigen Bibliothek, das sind klassischerweise Menschen, mit denen man so im alltäglichen Leben nicht ins Gespräch kommt. Also zum Beispiel Menschen aus anderen Ländern, aus anderen Kulturen. Und mit der lebendigen Bibliothek hat man die Möglichkeit, mal für 30 Minuten ein Gespräch zu führen mit jemandem aus dem Sudan, mit jemandem aus den palästinensischen Gebieten, aus Aserbaidschan, aus Ländern, von denen man noch nicht mal vielleicht weiß, wo die überhaupt sind. Ich bin an für sich völlig vorbehaltlos und offen in die Gespräche reingegangen und habe einfach gesagt, ich möchte mal mit jemand aus Marokko über marokkanische Probleme sprechen, weil das, was wir in der Zeitung lesen, ist ja alles irgendwo gefiltert und jetzt habe ich jemanden da, mit dem ich über sein Land offen und ehrlich reden kann und alles fragen kann, was mich interessiert. It was a good, how to say, like setup to reflect about reflect on ourselves, what we are knowing really about our country, our traditions. Besonders interessant fand ich, wie viele Gemeinsamkeiten es eigentlich gibt. It was really interesting for them to discover Armenia from my perspective. Was ich bei der lebendigen Bibliothek so schön finde, ist, dass man einfach wieder merkt, dass es viele Menschen in einem Land gibt, die das Land ausmachen. Und es gibt nicht dieses eine Bild, was vielleicht vorherrscht oder dominiert in der öffentlichen Meinung, sondern es gibt viele kleine Geschichten und die sind einfach spannend und die sollte man sich anhören. Yeah, I think this is very important for our to change the way of thinking or to change stereotypes or ideas. Ich hatte teilweise fast Gänsehaut, als die Bücher und die Leser mir erzählt haben, was sie so daraus gezogen haben aus so einem 30-minütigen Gespräch. Das hat mich selbst irgendwie total berührt, weil ich dachte, wow, mit nur 30 Minuten, was man da eigentlich alles ausrichten kann.